Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich so einen kleinen Klemmbau-Marathon vor mir, beziehungsweise ich habe ihn ja schon hinter mir, das könnt ihr euch natürlich denken. Ich möchte euch ganz gerne den Rheingold in seiner Urform zeigen und wie sich das alles hier gestaltet, das könnt ihr gleich sehen. €132,80 sehen in Kartons aufgereiht jetzt erstmal nicht wirklich nach Eisenbahn aus, sondern einfach nur nach unspektakuläre brauner Pappe. Als Lok habe ich mich für die BR01 entschieden. Sie ist ja eine Zeit lang vor den Waggons gespannt worden. Eine BR38 wäre, also das haben zumindest meine Recherchen ergeben, die etwas schönere Lok für dieses Zuggespann gewesen. Aber trotz alledem denke ich mal, wird das optisch eine schöne Sache. Ich werde jetzt nicht ein Speedbild nach dem anderen machen, aber so wie ich das schon angekündigt habe, werde ich euch, wenn es solche Zugsets gibt, die als Ganzes vorstellen. Und ich baue jetzt eins nach dem anderen in aller Ruhe durch und dann gucken wir uns das jeweilige gute Stück an. Ich baue das dann im Hintergrund dann auch schon mal alles so langsam aber sicher zusammen. Ich sehe gerade, vergleichsweise könnte ich auch noch mal den anderen Rheingold hinter mir aufstellen. Da können wir dann mal zusammen vergleichen, welches dann das Schönere von dem Ganzen ist. Ich würde gar nicht großartig noch hier rumreden wollen. Es liegt einiges auf dem Tisch, was gebaut werden möchte. Und so würde ich sagen, lege ich dann jetzt einfach mal los.
195 Bauschritte und die Lok des Ganzen ist fertig. Es hat Spaß gemacht, sie zu bauen. Sie kommt nicht ohne Defizite her. Das kann ich jetzt sofort schon vorwegnehmen. Aber dennoch hat das Ganze Spaß gemacht, sie zu bauen. Ihr seht auch gleich, wenn ich sie so ein bisschen anschubse, sie läuft sofort. Da könnte man jetzt also wirklich sagen, und yeah, Motor drunter ist übrigens vorgesehen. Muss ich erstmal den Tender hier wegnehmen. Ich mache das jetzt nicht auf, weil das ist hier definitiv zu kompliziert. Wenn ihr euch die Speedbild jetzt zum Schluss anschaut, seht ihr aber, dass hier der Dummy für den Batteriekasten drin ist. Der sitzt in dem Bereich, aber man muss hier wirklich sehr vieles abnehmen, um da letzten Endes dran zu kommen. Ist leider so, kann ich jetzt nicht ändern. Wäre dann wieder so eine Geschichte wie bei mir für die 9-Volt-Klamotte, motorisierten Waggon dahinter und ab dafür. Ich habe aber Angst, dass das hier funktioniert. Ich habe das bei den Loks immer wieder bemängelt und auch andere haben das schon bemängelt. Im Bereich der Kreuzachsen ist Bluebricks zu kurz, beziehungsweise bekommt einfach zu kurze Achsen. Die gehen nicht ganz durch die Räder. Hier stelle ich fest, ich habe Achsen. Ich hoffe, ihr könnt das mal sehen. Ich drehe das mal so ein bisschen. Also ihr seht, hier ist so ein schwarzes Loch, da kommt die Achse nicht ganz durch. Hier guckt sie auf einmal raus. An einer Stelle hier habe ich das auch. Jetzt habe ich überlegt, habe ich vielleicht irgendwie Achsen vertauscht, aber es geht nicht auf. Daran kann es nicht liegen, denn die Spurbreite bei der Lok ist stets die gleiche. Vielleicht kommt da langsam aber sicher Bewegung ins Spiel und man bekommt vernünftige Achsen. Also hier denke ich mal, es könnte funktionieren, aber das wird nicht lange dauern. Dann ist auch diese Lok ratlos unterwegs. Vielleicht versuche ich das. Mal schauen, wie die Anhänger sich gestalten. Dann kann man doch mal drüber reden. Es sind im Bereich der Lok so ein paar Teile. Ich sehe das gerade schon hier, dass sich hier wieder ein bisschen was gelöst hat. Also es ist zum Teil sehr fragil, ja, weil man möchte ja hier eine optisch gelungene Lok auf die Gleise stellen. Also das stört mich jetzt, das muss ich mal gerade schnell, die 2 Minuten müssen jetzt mal sein, das eben hier wieder vernünftig dran zu fummeln. So. Es hängt ja nur an 2 Noppen, von daher ist das nicht sonderlich aufwendig und schon ist das Ganze auch passiert. Das sind so Kleinigkeiten beim Bauen. Die Grundstruktur als solches, die ist in Ordnung. Das wird halten und auch die Lok wird den Fahrbetrieb mitmachen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Was immer so ein bisschen schwer ist, das ist gerade so hier im Bereich dieser Antennen. Hier, die ist jetzt schon ziemlich locker. Da müsste ich noch mal so ein bisschen nachdrücken. Weil das sehr, sehr dünne Teile sind, verbiegen die sich auch sehr, sehr schnell, sitzen nicht unbedingt akkurat gerade. Das sind so leichte Mängel, die man im Bereich der Lok jetzt hier anmerken könnte, kritisieren könnte. Gut, solche Sachen wie das hier, das ist nun mal so. Hier möchte man eine Lok haben, die fahren kann. Also diese Firmenphilosophie, wir bauen euch schöne Vitrinenmodelle, die hat irgendwann mal aufgehört, weil der Ehrgeiz, diese Loks zu motorisieren, der ist zu groß geworden bei Bluebricks und deswegen denke ich mal, muss man auch mittlerweile mehr von der Seite des Fahrbetriebs beleuchten, als von der Seite des Vitrinenmodells, weil Vitrinenmodelle bekommen wir schon lange nicht mehr. Hier wird viel, viel Wert auf Funktion gesetzt. Den Tender. Also wenn ich mir Bilder von dieser Lok angucke, ich stelle es mal direkt daneben, ist der Tender eindeutig zu lang. Ich glaube hier gute 6 weniger würde das optisch besser passen. Hätte man sich mit den Achsen ein bisschen was machen, ein bisschen was einfallen lassen müssen, dass die näher zusammenrücken. Es sieht gut aus. Ja, es ist so bis hier eine schöne Einheit, aber der Tender definitiv ein kleines Stück zu lang. Naja, das ist das, was ich zu der Lok bis hierhin sagen kann. Fehlteile, kein einziges, nein. Was übrig geblieben ist, ist auch hier mittlerweile durchaus überschaubar. Es sind also wirklich nicht mehr diese Mengen, die es am Anfang gewesen sind, also vor 1 bis 1,5 Jahren. Das ist schon bedeutend weniger geworden, zumindest jetzt bei dieser Lok.
Ich habe da auch schon Bausätze gehabt, da hätte man das Ganze fast zweimal bauen können. Übertrieben dargestellt. Hier ist das im durchaus vernünftigen Rahmen. Das sind so die maschinenüblichen Teile, die da so mit rauspurzeln, weil es über die Waage drüber weggeschossen ist oder wie auch immer. Völlig vertretbar. So, die kommt jetzt erstmal hinten bei mir ins Regal. Ihr seht das, ich habe den anderen Rheingold schon dahingestellt, so dass man da mal so ein bisschen gucken kann. Dieser wird hier vielleicht nicht ganz so lang, aber ich denke mal nicht minder schön. Und naja, ich werde mir jetzt erstmal den ersten Waggon vorknöpfen. ...73 Bauschritte und der Gepäckwagen ist fertig. Ihr habt es gesehen, es ist jetzt hier so ziemlich das erste Mal, dass ich mit den Achsen das Ganze gebaut habe, weil es kam ja mal der Verdacht auf, dass wenn ich meine Bauhilfen benutze, dass die Waggons zwangsläufig schief werden müssen. So, jetzt habe ich mit den Achsen darunter gebaut und ich weiß nicht, ob ihr das im Speedbild sehen konntet. Gerade war das ganze Ding hier auch nicht. Und wenn man jetzt mal ganz genau hinguckt, also ich sehe es so mit bloßem Auge, ich hoffe, die Kamera kann das auch so ein bisschen widerspiegeln. So wirklich gerade ist das nicht. Hier diese Mittelbereiche von dem Dach halten prinzipiell immer nur auf zwei Noppen. Auf jeder Seite. Hier nimmt man mal schnell so eine Fliese mit runter. Hier auf der Seite genau das gleiche. Und das geht auch wirklich, ihr seht das, mit einem Finger kriege ich das hier ab. So, jetzt wäre hier das nächste Teil. Und wenn ich das jetzt hier versuche gerade reinzuschieben, dann kann ich damit den ganzen Waggon hochheben. Also so ganz funktioniert das mit dieser Theorie nicht. Dass es prinzipiell mit meinen Bauhilfen dafür sorgt, dass so ein Dach schief wird. Wenn ich das hier fällt es ja gleich schon komplett rein. Also ihr seht, hier hebe ich das nicht hoch. Es fällt so da rein. Also es ist wirklich, dass in der Mitte eine Menge Spannung auf dem Waggon drauf ist. Und gut ist. Ein bisschen Spielfeature haben wir hier auch. Wir können den Gepäckwagen öffnen. Das hat hier
2 Schiebetüren. Das funktioniert sehr gut, lässt sich auch schön bauen. Auf der Seite, ich drehe es mal um, dann seht ihr, dass es auf der Seite genau das gleiche ist. Auch hier lässt es sich vernünftig öffnen und auch wieder schließen. Überhaupt kein Problem. Von der Bautechnik her ein bisschen abenteuerlich sind diese Fenster. Die stehen im Prinzip nur recht locker hier drin. Das könnt ihr auch sehen. Ich kann das hier, ich nehme es einfach mal raus. Also das hält nur hier unten an 2 Noppen. Oben war für Noppen dann kein Platz mehr, weil man ja hier so ein bisschen diese Tür noch andeuten musste. War hier oben vermutlich kein Platz mehr, nochmal Noppen zum Justieren zu machen. Alles in allem muss ich sagen, erinnert mich der von der Farbe her schwer an den fahrenden Ritter von Lego. Also eine Zeit lang sitzt man hier und guckt, wenn die Steine hier so ein bisschen rumliegen und man hat dann erstmal Augenkrebs. Beruhigt sich mit der Zeit, man gewöhnt sich daran und es ist unterm Strich, wie ich finde, auch eine sehr, sehr interessante und auch schöne Farbe für diesen Waggon. Was bei den Lokanteilen zu wenig ist, mein lieber Mann, haben wir hier ordentlich was dabei gelegt bekommen. Jetzt kann man wieder sagen, da ist die Bauanleitung irgendwann mal geändert worden und deswegen sind diese Teile zu viel. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich weiß, diese Steine in China kosten jetzt erstmal nicht sonderlich viel, aber wenn ich in jedem Set, was haben wir jetzt, 2, 4, 6, 8, 2 mal 4 mit dabei lege bei 1000 verkauften Sets, das ist richtig Geld. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob das sein muss oder ob man da sagen müsste, dann sollen sie lieber noch mal gucken, dieses Geld, da kann man auch sagen, da machen wir das Set ein paar Cent günstiger. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der erste Waggon ist fertig. 2 haben wir noch für den Rheingold Express mit der wunderschönen Dampflok davor. Hinter mir seht ihr dann das Ganze wachsen. Ich schnapp mir jetzt den nächsten Waggon. Bin gespannt, ob der dann genauso gut aussieht wie dieser hier. Und ob der sich genauso schnell und gut bauen lässt, ob der genauso stabil ist. Wir werden es sehen. Bauschritte und ich denke mal, den 74. den machen wir mal wieder gemeinsam, denn diesmal habe ich mir das geschenkt mit den Rädern drunter, weil ich ja gesehen hatte im Vorfeld, gebracht hat es nichts. Also habe ich das auf herkömmliche Art und Weise gemacht. Unterbauen brauchte ich hier allerdings nichts, weil hier ist genügend, wo der Waggon
drauf steht. Und jetzt steht er auf seinen eigenen Achsen und vor mir. Ich finde ihn sehr gelungen. Wirklich sehr, sehr gelungen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass wieder viele, viele Kommentare kommen werden, die mir ganz genau sagen, wo der Fehler bei diesem Set versteckt ist. Ich bin jemand, oder ich sage es ja immer so, wenn man mir in den Kommentaren mal darlegt, warum erzählst du nicht, dass man das und das so und so abändern kann. Auf diesem Kanal geht es ja prinzipiell darum zu zeigen, wenn es out of the box kommt, was habe ich mir da gekauft. Und out of the box habe ich mir hier was Feines gekauft. Besonders löblich finde ich, ich komme noch mal ein bisschen näher ran, könnt ihr das sehen, hier sind die Zugfenster drin verbaut. Das war bei dem ersten Rheingold, also nicht der, sondern den in der späteren Version, leider noch nicht der Fall. Da waren es noch die ganz normalen eckigen Fenster. Hier sind es endlich die Zugfenster. Und bei dem anderen Rheingold sollen sie ja auch kommen. Wünschenswert fände ich, wenn hier irgendwann mal eine große Kiste mit den Fenstern kommt, dass ich es austauschen kann. Weil nochmal möchte ich mir das natürlich nicht alles kaufen müssen, verständlicherweise. Dass mit Fenstern so ein bisschen experimentiert wird, das kann man an diesem Waggon sofort erkennen, wenn man ihn baut. Und da geht dann wieder das große Schade raus, dass die Qualitätssicherung dann nicht so wirklich hingeschaut hat. Und zwar sieht man das am besten. Ich halte das mal hier hin und dann, so blendet es am wenigsten, dann schaut ihr euch mal das ganz linke und das ganz rechte Fenster an und da wisst ihr sofort, was ich meine. Also hier sind zwei verschiedene Typen, die hier drin liegen. Also da sieht man das ganze Gerät in Bewegung, aber hier hat man wohl versäumt, das richtige Fenster oder die richtigen Fenster komplett mit reinzubauen, reinzupacken. Ansonsten vom Bauen her unterscheidet der sich minimal vom Gepäckwagen. Klar, der hier hat Fenster und keine Schiebetüren. Das ist dann aber auch der große Unterschied. Und hier drin sind Sitze. Ich muss jetzt immer erstmal gucken, wo war jetzt die Dachhälfte, die man anpacken konnte. Weil auch hier, er war sehr, sehr krumm während der Bauzeit und ich habe wirklich bezweifelt, dass ich ihn auch jemals irgendwie gerade bekommen würde. Da fällt wieder eine Fliese ab. Aber er ist gerade geworden. Wenn man hier reinguckt, könnt ihr das erkennen. Es ist also mit Sitzen nicht gespart worden. 12 Personen haben hier drin in diesem Salonwagen rein theoretisch Platz. Da es aber nur 6 Noppen breit ist, funktioniert das mit den Figuren nicht so wirklich. Da ist das Dach schon wieder drauf, geht wesentlich einfacher, als es das beim Gepäckwagen gewesen wäre. Hier nochmal kurz der Blick unter den Waggon. Auch hier hat der Designer sich ein bisschen was einfallen lassen und hat nicht einfach nur stumpf die Bodenplatte gemacht. Diesmal nicht ganz so viele Teile übrig geblieben, wie es beim Gepäckwagen gewesen ist. Besonders 2x4 erstaunlich wenig übrig geblieben. Ich hatte gehofft, meine Sammlung, ich könnte sie jetzt damit bereichern. Pustekuchen. Zu dem Waggon kann ich jetzt im Grunde genommen eigentlich nicht viel sagen, außer es war der vorletzte. Ein Waggon fehlt jetzt noch und der wird jetzt gebaut. Acht Bauschritte und da bin ich schon bei euch, aus zweierlei Gründen. Zum einen könnt ihr jetzt mal sehen, wie krumm das Ganze ist, wenn man anfängt zu bauen, aber das ist, wenn man die Grundplatten nur aus Plates baut. Also die sind dann teilweise so spannungsgeladen, dass es also wirklich eine Banane wird, aber ihr habt es ja bei dem Salonwagen schon gesehen. Das Ganze zieht sich dann zum Glück so gut wie gerade. Und das zweite ist, dass Bluebricks sehr, sehr hellsichtig gewesen ist, was ich allerdings beim Gepäckwagen ja noch gar nicht ahnen konnte, dass beim Passagierwagen dann ein Fehlguss dabei gelegt wird. Ich komme mal ein bisschen näher, da könnt ihr das abgeknabberte Ding auch mal bewundern.
Den kann ich also erstmal ungesehen in die Ecke werfen, der ist nutzlos. Aber wir haben ja beim Gepäckwagen jede Menge 2x4 mit dabei bekommen, so dass wir das jetzt hier als Ersatz nehmen können. Das Ganze wird hier unten gebaut, das fällt also zum Glück auch nicht auf. Ich hätte so eine Platte auch gar nicht bei mir in der Restekiste gehabt, weil da war, ne, ihr seht ihn nicht hinter mir, aber ich hatte ja den Big Boy gebaut und da ist ja meine Restekiste mehr als strapaziert worden, so dass ich jetzt also damit super weiterkomme. Also würde ich sagen, sehr, sehr hellseherisch von Bluebricks, dass die wissen, da kommt irgendwann jemand, der kauft alles und dann baut der auch auf einmal alles. Legen wir ihm also in den ersten Waggon, ohne dass er es weiß, schon mal die Teile bei, die er beim letzten Waggon brauchen wird. So komme ich hier weiter, Gott sei Dank. Und ich hatte ein bisschen was ich euch erzählen kann. Und jetzt geht es weiter mit Bauen. Und da haben wir schon alles bei. Auch hier sind es 73 Bauschritte. Nummer 74, den machen wir mal schnell zusammen, ist ja wirklich keine Sensation und kein Geheimnis, was hier passiert. Dann könnt ihr jetzt auch noch mal den Blick darunter riskieren und sehen, dass es also wirklich nicht auffällt, dass es hier einen Fehlguss gegeben hat. Natürlich ist ein Fehlguss immer ärgerlich, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, vor allen Dingen, weil es die Qualitätsprüfung nicht entdeckt. Sowas huscht durch. Man freut sich, dass man weniger Ausschuss und weniger Müll zu entsorgen hat, weil wir als Kunde haben es ja erstmal bekommen. Gilt es dann natürlich zu reklamieren und dann, naja, warten wir mal 3 Wochen darauf, dass das nächste kommt. Es gab noch einen weiteren Fehlguss hier drin, und zwar betraf das ein der großen Zugfenster. Das konnte ich mit dem Cuttermesser relativ schnell erledigen. Da musste ich nur ein bisschen was wegschleifen und wegschnipsen und was weiß ich nicht was, und schon passte das Ganze. Und dann gibt es noch einen Stein, im Grunde genommen gehört der hier nicht hin. Ihr seht das auch sofort, der ist hübsch marmoriert. Da habe ich geputzt und getan und gemacht. Das geht nicht runter, das ist also wirklich ein Einschluss im Stein. Da war die Form dann noch nicht ganz sauber, als da eine andere Farbe zusammengemixt wurde. Jo, das hier ist jetzt der Personenwaggon von der ersten Klasse, und den Salonwagen der ersten Klasse, den seht ihr dann ja hier hinten im Regal stehen. Ich stelle auch den noch mal kurz mit dabei, oder packe ich hier ein paar Schienen hin. Ja, ich kann hier ein paar Schienen, aber ich kriege das hier jetzt auf die Schnelle gar nicht als geschlossenen Kreis, weil hier einfach zu wenig Platz ist. Ich hole mal das andere kurz mit dabei. Beisam die BR01. Dahinter kommt dann, ich meine, ich hätte gelesen, aus Sicherheitsgründen der
Gepäckwagen. Warum immer Sicherheitsgründe? Ich kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass der Dampf nicht direkt oder der Rauch von der Dampflok nicht direkt in den ersten Waggon reingezogen ist, sondern erstmal hier drüber weggehen konnte und den versauen. Und dann kam im Anschluss der zweite Klasse Salon, erste Klasse Salon und der erste Klasse Personenwagen. So bekommen wir sie von Bluebricks und ich kann eigentlich nur sagen, die sind ihr Geld mittlerweile wirklich wert. Sicher habe auch ich ganz gerne mal über diese Firma geschimpft, was für ein Kram wir hier geliefert bekommen haben, aber man kann erkennen, dass es immer weiter in die richtige Richtung geht. Wir sind noch Lichtjahre davon entfernt zu sagen, hier steht ein Konkurrent der großen Anbieter. Dafür setzt Bluebricks definitiv auf die falschen Steine. Da wird zu billig eingekauft, das muss man ganz klar so benennen. Würde man da eine etwas teurere Qualität nehmen, ich rede hier wirklich von GoBricks und dergleichen, dann hätten wir hier mittlerweile jemanden mit dem richtigen Designer im Hintergrund, der hier wirklich starke Konkurrenzware liefern könnte. So bleiben Sie ein gesundes Mittelfeld. Vielleicht wollen Sie da auch einfach nur bleiben. Ich habe keine Ahnung. Das mag jemand beantworten, der sich damit auskennt. Ich nicht. Aber trotz alledem, hier steht wirklich ein Set. Mit dem anderen Rheingold ist es ja identisch, wo ich sage, den kann man wirklich mal fahren lassen. Müsste man jetzt mal ausprobieren. Ich höre ja immer die Motorisierung von Bluebricks. Der eine sagt, das ist wirklich was Feines, der nächste schimpft drüber. Also das scheint eine sehr, sehr große Streuung zu sein, so dass wir da auch viele, viele unterschiedliche Qualitäten bekommen. Scheint dann also so ein Glücksgriff zu sein, wenn man da was hat, was wirklich 100% funktioniert und seinen Dienst tut. Ich bin wirklich begeistert von dem Set. Sicherlich wird es euch aufgefallen sein, ich habe da im Hintergrund aufgeräumt. Da ist ein bisschen was verschwunden. Ich habe das nicht verschenkt, ich habe es auch nicht weggeschmissen. Passt das jetzt alles hier überhaupt hin? Ich habe das eingelagert, sagt man glaube ich heutzutage so schön, um wieder Platz für neue Sets zu machen. Und schon kommt hier sowas Großes und naja, schon ist mein Regal wieder voll. Aber der bleibt mit Sicherheit eine ganze lange Zeit hier stehen. Interessant und spannend finde ich, dass der mit einem Waggon weniger ist er so lang wie der andere Rheingold mit einem Waggon mehr. Ich habe das noch gar nicht ausgemessen, dann machen wir das jetzt mal schnell. Das Ganze sollte dann ja auch etwas über 1,50 Meter lang sein. Ne, 1,80 Meter war das sogar, Mann, das ist schon wieder so lange her. 1,82 Meter stehen hier, also das ist fast so groß wie ich, wenn ich das hochkant machen würde. Wobei ich dabei bleibe, der Tender, der ist für meinen Geschmack ein wenig zu lang. So könnten wir den ganzen Zug um ungefähr 5 cm kürzen, ist natürlich nicht die Welt. Pro Waggon schlägt das Ganze mit 37, nee 37 ist nur der Gepäckwagen. Die erste Klasse sind jeweils 42 und die Lok als solches schlägt mit 50 cm zu Buche. Also das ist wirklich schon ein ordentliches Geschoss. Die Eisenbahnanlage muss dann schon gigantisch sein, weil ich glaube, hier müsste von jedem die doppelte Anzahl an Waggons mit dabei sein, also gute 2,60 Meter. Wenn das auf einer Geraden wirken soll, dass es halbwegs ein Zug ist, das möchten schon 6, 7 Meter sein, dass es wirklich halbwegs realistisch wirkt. Also das ist stattlich. Ich glaube, ich muss hier mal so ein Haus bauen, 50 Meter lang, es braucht ja bloß 3 Meter breit sein, dass man da mal so eine Strecke aufbauen kann. Ich werde jetzt das Ganze in mein Regal stellen. Ihr werdet das dann mit Sicherheit noch das eine oder andere Male dieses Jahr bei mir sehen. Den anderen, naja, ich glaube auch den kann ich dann jetzt so langsam, aber sicher irgendwo ins Regal schieben und vernünftig verpacken, damit er mir nicht mehr zustaubt. Der hier ist wirklich wunderschön und ich kann jetzt gar nichts anderes sagen und ich möchte jetzt auch gar nichts anderes mehr sagen, außer danke, dass ihr mir zugeschaut habt, danke, dass ihr euch die Zeit geopfert habt, dass ihr eure Zeit geopfert habt. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ist das so eine gute Sache, wie ich das jetzt hier angehe, dass ich sage, so, es gibt so ein Zuggespann, also zeige ich euch das auch in einem Video oder wären euch in diesem Falle wieder 4 Videos lieber gewesen, so dass wir dieses ganze
Set über einen Monat hätten genießen können. Ich finde es so wesentlich schöner, auch wenn es natürlich ein kompletter Tag ist, der bei sowas dann immer drauf geht. Aber so hat man das Gesamtergebnis vor sich stehen. Wenn man das Gesamtergebnis haben möchte, schaut mal unten in die Beschreibung, da habe ich euch natürlich alles verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr bis zu meinem nächsten Video gesund bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen.